Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti, und wir sind zwar hier auf EU5, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, da geht es nämlich um EU4 und eine Sache, die ich allgemein ziemlich, die ich allgemein eigentlich echt cool finde und die ich echt mal in die Welt tragen möchte. Noch zwei Sachen vorweg. EU7 startet ja auch und ich habe eine Players to Watch angekündigt und ein paar Leute haben sich schon angemeldet. Falls ihr noch mitmachen wollt, solltet ihr euch definitiv im entsprechenden Video bewerben per Kommentar. Ich habe eine eigene Playlist für EU7 erstellt. Da könnt ihr das Video auf jeden Fall finden. Ich verlinke es auch nochmal unten drin. Und 16 Uhr auf Englisch wird es dann auch nochmal ein Server-Start-Video geben, wo ich auch erzähle, was ich auf dem Server geplant habe. Ist jetzt keine große Sache, aber wird interessant. Und das andere Thema noch vorweg ist, dass ich in meinem letzten Video zu EU5 ja ein bisschen die allgemeine Situation besprochen habe und auch besprochen habe, dass ich trotz Pet-Event, was ich eben gespielt habe, bei Wasser keine einzige Frucht bekommen habe. Und ich habe ja dann noch die Alu weiter gespielt und habe ja auch noch im Video gesagt, ich glaube, ich werde gar keine Wasserfrucht bekommen. Und jetzt zeige ich euch mal das hier. Das war die letzte Quest des Tages. 2,5 Minuten ging die. Ja. Und die habe ich gewonnen. 23 Millionen XP. Das war schon richtig fett. Und dann gab es tatsächlich noch eine Wasserfrucht. Das hätte ich nie gedacht. Und damit bin ich dann zumindest in der Lage gewesen, jetzt bei den Pets auf 69 hoch. Dann habe ich den Pet, den hier besiegt. Jetzt bin ich bei 71. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also ich habe das Gefühl, Moment, falsch. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Flura auf jeden Fall noch höher steigen muss. Jetzt habe ich natürlich Petkämpfe gehabt und auch noch weitere Wasserfrüchte heute in den Quests bekommen. Also jetzt habe ich 6 Früchte, jetzt kann ich auf 77 hochgehen, 78. Ich muss mir nochmal SF Game Tools angucken, die Pet-Berechnung, wie das jetzt aussieht. Leider ist natürlich der legendäre Dungeon Shady Birthday Bash jetzt nicht in Sicht. Und Aura 20 ist halt jetzt auch nicht wirklich in Sicht, ne? Also da bin ich noch ein bisschen dahinter. Also Pack-Bonus wird jetzt nicht mehr großartig steigen. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt wirklich noch ein paar Früchte auch bekomme und dass ich in den nächsten Tagen, also bei Feuer bin ich bei 90, also im Prinzip in den nächsten 4 Tagen 12 Level steige und damit definitiv auch Hydrus beschlagen kann, damit ich bei Feuer wirklich ohne Lücke durchkomme. Ja, mit 200er Pets. Dann würde ich vielleicht einen Ticken aufholen zu einigen Spielern, die schon da ein bisschen eher angefangen haben. Ich habe jetzt in den Petfights gemerkt, dass einige Probleme hatten mit Hydrosphere. In dem Bereich, wo ich mich jetzt hier befinde. Und war auf jeden Fall ziemlich lustig, dass es dann doch noch funktioniert. Ich muss auch noch gleich hier ein bisschen Alu spielen, aber vorher möchte ich noch zum eigentlichen Thema kommen, nämlich EU4. Da habe ich jetzt die letzten Tage wieder hin und wieder ein bisschen gespielt, weil ich gesehen habe, ich bin immer noch bei der Undead Army dabei. Und die Undead Army liegt aktuell mit 46 Mitgliedern auf Rang 10. Cool, da sind schon wieder 2 hinzugekommen, irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung. Es waren, glaube ich, schon mal weniger. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich den Server ja bewusst gequittet habe. Ich habe länger auf dem Server gespielt als ursprünglich geplant, bin dann bei der Undead Army irgendwann angebandelt. Da waren die im Rangbereich, glaube ich, im Bereich 20 oder so. Und da war ich echt einer der höchsten im Level. Und dann haben wir auch natürlich Helleweather gespielt und alles. Und danach war es bei mir so, dass ich gesagt habe, nein, ich kann nicht mehr spielen. Und ja, habe gesagt, die können mich drin lassen, solange wie es passt, wegen der Ritterhalle und mich dann kicken können. Und ja, jetzt habe ich durch Zufall irgendwann mal die Tage wieder reingeguckt auf den Server und habe gesehen, hey, ich bin noch drin. Und habe natürlich auch durch die Post so ein bisschen geguckt und gesehen, die haben ein bisschen zu tun. Ja, beim Helleweather und auch zu der Zeit, da war die Gilde ungefähr Rang 8, Rang 9, war voll. Und jetzt sieht man, dass sie in den Top 20 Gilden eigentlich die Gilde ist mit den niedrigsten Membern. Und das, fand ich krass irgendwie. Und da habe ich dann halt mal den Einsamer angesprochen, der ein super Typ ist. Ja, der schon, als das mit EU4 angefangen hat, mich nicht nur jetzt aktiv supportet hat, ne, sondern auch wirklich mit mir ein bisschen gewachsen ist. Ich konnte ihm ein bisschen was sagen, ein bisschen helfen im Game und auch als Gildenleiter. Und der hat das echt super gemacht und die Gilde lief ja echt wirklich dann stark, als ich drin war und musste dabei nicht mal viel machen. Und und der Arte hat mir halt erzählt, dass es natürlich so ist, ne, dass der Server ist jetzt nicht der krasseste Server. Ne? Der ist jetzt nicht der stärkste Server. Es gibt
starke Spieler, starke Gilden, kein Problem. Aber ich glaube, in der internationalen Ehrenhalle ist selbst im Rangbereich schon mittlerweile der Server ein bisschen hinter EU5 gerutscht. EU5 ist natürlich da bedeutend stärker. Na? Also wir sehen, dass im Moment, wenn man von diesen Fights ausgeht, da muss man jetzt mal gucken, was hat denn der für ein latest Fight gehabt gegen Dreamscape? Verloren, okay, macht Sinn. Predators Back hat gegen Clivec verloren und Dreamscape hat gegen Vars gewonnen. Es gab jetzt halt einen Fight, wo Predator gegen Dreamscape gewonnen hat. Das war halt sehr lucky. Es sind halt alles Magier, ne? Aber trotzdem hat das so einen Beigeschmack. Und ich weiß nicht, wie es bei den Gilden ist. Ich vermute, bei den Gilden ist es noch nicht so. Aber könnte, glaube ich, auch EU4 einfach suchen. Ja, die sind da. Also da geht EU5 natürlich gegen EU4, das ist ganz klar. Jetzt ist die Frage, wie lange. Ach ne, Moment, der Fight zählt ja hier gar nicht. Moment, ja, also EU5 kratzt auf jeden Fall schon in den Top-Spielbereichen von EU4. Und das ist dann schon aufgrund der, sag ich mal, wie lange also 6-7 Wochen, wo mehr Spielzeit ist, das ist schon relativ knapp. Und man hat die Vermutung, dass der Server oder kurz oder lang wahrscheinlich EU4 auch überholen wird. Ne? Und ist trotzdem gefühlt Undead Army, die am schwächendste Gilde im Moment ist, fand ich da halt sehr schade. Und ich habe halt so ein bisschen mit ihm drüber gesprochen und gefragt, woran könnte es denn liegen? Und da kam ein Thema auf, was ich echt eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, zieht echt Feier. Und zwar, dass gesagt wird, wir wollen nicht aktiv Spieler aus anderen Gilden abwerben. Sprich, nicht alle anschreiben und sagen, hey, willst du nicht bei uns mit höheren Boni und das punkten? Anscheinend wird in der Bewerbungsphase nur natürlich, ja, wenn Spieler Interesse bekunden, klar, aber man wird nicht aktiv auf die Leute zugehen, die in anderen Gilden aktiv sind. Und im Prinzip ist das ja ein Hauptproblem. Ne? Wir haben auch in meinen Videos schon drüber geredet, dass dieses Thema Abwerben, ne? Also wenn wir jetzt mal ganz grob, ganz blöd sagen, ne? Outer Banks auf der 1 verliert einen Spieler, weil er inaktiv geht oder weil er gebannt wird oder was auch immer. Ne? Es gibt ja verschiedene Gründe. Es passiert immer, dass Leute einfach leider aufhören, ohne dass sie abgeworben wurden, sondern diese gehen einfach inaktiv oder löschen sich. So, dann hat eine Rang 1 Gilde einen Platz frei. Und den müssen sie natürlich füllen. Wir wollen ja Rang 1 halten. Was passiert? Man schreibt, oder selbst bei 50 Leuten, man schreibt schon andere Leute an teilweise und sagt, hey, wie sieht's aus? Willst du nicht beitreten? Ja, so hat man entweder eine Warteliste oder man hat jemanden, den man sogar rauskicken will, weil er halt nicht die Erwartungen erfüllt oder was auch immer. Und dann wirbt man jemanden aktiv aus einer unteren Gilde ab. Zum Beispiel wirbt jetzt Outer Banks von Generation Z ab. Generation Z hat dadurch dann auch wieder einen weniger. Und was machen die normalerweise? Wenn es jetzt gerade keine Warteliste gibt oder irgendwas, ja, die schreiben halt die anderen Gilden hier in dem Bereich an. Und irgendeiner wird sie vielleicht finden, der sich abwerben lässt. Und so zieht sich der Dreck dann einfach immer nach unten durch. Und auch eine Undead Army könnte sagen, hey, wir können hier bestimmt Leute anschreiben, die vielleicht sagen würden, ja doch, ich würde gern noch in einer stärkeren Gilde unterwegs sein, ein bisschen mehr um die Top 10 kämpfen, die sich abwerben lassen würden. Und da ist halt das Problem, Abwerbungen gehören irgendwo dazu, leider, in der Gesellschaft. Es gibt keine Regel, die das verbietet. Und man hat sich irgendwie daran gewöhnt, aber wirklich eine Gilde mal auch zu finden, die sagt, wir wollen das eben aktiv nicht angehen, feiere ich. Deshalb würde ich mich echt freuen, wenn ihr irgendwie einen Server sucht, der nicht so alt ist, wo ihr Bock hättet, nochmal neu einzusteigen. Dann meldet euch gern bei der Undead Army. Ihr kriegt gute Boni, ihr habt eine potenziell gute Gilde auf einem nicht so alten Server und habt halt auch vielleicht das Glück, auch zu wissen, dass die Mitspieler, die da sind, auch aktiv am Ball bleiben. Klar ist es so, dass bei denen auch nicht alle nur abgeworben wurden. Also da hat es auch aufgehört. Bei mir war es natürlich von vornherein klar, aber nicht bei allen anderen. Aber ein paar Spieler sind dann halt wirklich auch abgeworben worden oder haben aktiv eine neue Gilde gesucht und sind zum Beispiel bei Thunderstorm oder Generation Z angebandelt. Ja, persönlich kann man denen keinen Vorwurf machen. Das gehört wie gesagt dazu. Aber trotzdem finde ich es eigentlich nice, wenn man einer Gilde beitritt, gerade wenn einem dieses Thema wichtig ist, wo man weiß, okay,
die Leute wollen halt auch nicht andere Gilden mehr schädigen. Die wollen es irgendwie schaffen. Und das ist ein schwerer Weg. Und ich würde mich freuen, wenn der Weg halt nicht zu Ende geht. Klar, habe ich auch so ein bisschen geschrieben, wie sieht es denn aus, ne? Man kann ja selber jetzt nicht 50 Charaktere einzeln spielen, darf man ja nicht. Ja, deshalb, man weiß nie, es sei denn, es gibt, wir haben es ja bei anderen Servern erlebt, da wurden Spieler im Vorfeld gecastet für gewisse Projekte und am Ende haben sie nicht durchgezogen. Das ist ganz häufig passiert. Man kann Vereinbarungen treffen und trotzdem ist es immer noch ein Spiel und es kann immer sein, dass Leute wegfallen. Ja? Man steckt nicht drin in den anderen. Und Einsamer hat mir gesagt, er hat wirklich Bock, das so weiterzuführen, muss aber natürlich selber auch überlegen, angenommen, es würden jetzt 10, 15 Leute dann doch auch noch einsteigen, was jetzt nicht zu erwarten ist. Ja, dann müsste er sich auch Gedanken machen. Er hat sicherlich eine Basis an Leuten, die er sehr gut kennt, wo er es sehr gut einschätzen kann. Und ich würde mich halt eher freuen, wenn sie es halt irgendwie schaffen, ohne aktiv abzuwerben, tatsächlich die Gilde zu halten, auch oben zu halten, vielleicht sogar wieder voll zu werden, dann nochmal angreifen zu können. Würde ich echt feiern und deshalb, wie gesagt, möchte ich diese Gilde hier in dieser Form nochmal unterstützen. Es gibt sicherlich vielleicht auch mehr Gilden, die solche Prinzipien fahren, aber hier habe ich halt die Berührung, weil ich selber in der Gilde drin war. Einsamer, wie gesagt, ein super Typ ist, von mir aus auch wirklich auch einen guten Job gemacht hat als Gildenleiter und ja, deshalb ich auch sagen kann, da steckt wirklich ein bisschen was dahinter und weiß natürlich auch selber, dass es wahrscheinlich aber auch nicht viel bringt, leider für die. Trotzdem die Bühne will ich jetzt mal geben, denn ja, das andere habe ich zuhauf mitbekommen, auch selber. Wie gesagt, es gehört irgendwo dazu, es ist auch notwendig, ich verstehe es. Aber solche Prinzipien zu fahren, ist halt wirklich allerhöchste Schule, muss ich sagen. Und ja, das wollte ich einfach mal in guter Manier vorstellig machen. Werdet ihr es weiterhin beobachten. Wir haben ja aber auch eine Players to Watch. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mal reingucken die Tage. Ich sehe schon, es sieht sehr, sehr gut aus in dem Bereich. Und ja, ich kann jetzt auch nicht versprechen, also joint bitte nicht wegen mir, ne? Also klar habe ich jetzt ein bisschen gespielt, auch mal eine Alu durchgeskippt oder so, aber ich sehe mich trotzdem nach wie vor hier nicht aktiv angreifen. Ja? Das muss auch ohne mich gehen. Deshalb hoffe ich ja mal, dass vielleicht findet sich ja irgendjemand, der auch Bock hat, das oder die Gilde auch langfristig zu unterstützen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, EU7 heute 16 Uhr nochmal. Ein Part-Content kurz mit Erklärung, was wir machen, wo ich spiele, zum Server-Start. Dann werden sicherlich wieder viele Kollegen ja auch streamen. Vielleicht werde ich auch streamen. Ich werde ja EU7 auch spielen, aber ich werde mich auch fokussieren auf die Players to Watch. Deshalb bewerbt euch gerne nochmal. Und dann habe ich eigentlich alles gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Kommt gut rein, was auch immer ihr macht. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.